Mit diesem Video möchte ich euch dazu ermutigen, für euer liebstes Brettspiel einfach mal ein 3D gestaltetes Spielbrett zu bauen. Quasi eine Brettspiel-Spielplatte mit allem, was ihr bislang im Geländebau an Techniken und Tipps aufgeschnappt habt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vor vielen Jahren und noch vor der ersten TWS-Folge hatte ich begeistert Crossmaster Arena gespielt. Zwar war das Arena-Kampfspiel dann irgendwann von meinem Radar verschwunden, aber kürzlich hatte ich das alte Grundspiel günstig wiederbekommen. Die ersten Partien hatten mir dann auch wieder so viel Spaß gemacht, dass ich eines der Spielbretter unbedingt nachbauen wollte. Und ich wette, ihr habt auch das ein oder andere Brettspiel bei euch im Regal, zu dem ihr gerne ein 3D-Spielfeld hättet. Grundsätzlich ist das ja auch alles kein Hexenwerk. Man muss nur je nach Brettspiel etwas umdenken und beim Layout vielleicht den ein oder anderen Kompromiss eingehen. Das fing in meinem Fall bereits mit den Grundmaßen an. Statt auf 3x3 cm kleinen Feldern sollte mein 3D-Spielbrett aus 4x4 cm großen Feldern bestehen. Eine 48x48 cm große Bodenplatte aus 5 mm starkem MDF hatte ich auf der Unterseite zuvor mit Leisten und einem Rahmen verstärkt, um sie vor Wölbungen durch Leim und Farbe zu schützen. Die 3 Bereiche des Spielbretts wollte ich ähnlich zum Original gestalten, also Wiese, helle Fliesen und dunkle Fliesen. Allerdings sollten die Wiesenfelder auch etwas erhöht liegen, um dazwischen Fugen als Abgrenzung zu haben. Also habe ich 2 mm dünne Hartschaumfliesen zugeschnitten, die minimal kleiner als die Felder sind, aufgeklebt und dann hier und da noch etwas eingedrückt. Für die eigentlichen Fliesenfelder habe ich kleinere Hartschaumfliesen zugeschnitten und pro Feld unterschiedliche Muster gelegt. Hierbei sind die Fliesen für die äußeren Felder etwas flacher, die inneren etwas höher. Von den Farben her wollte ich mich ein wenig dem Cartoon-Look des Spiels annähern, aber auch nicht zu knallig bunt werden. Daher habe ich die hohen Fliesen im Zentrum dunkelbraun, die äußeren drumherum hellgrau und die Wiesenfliesen erdbraun bemalt. Dann kam noch ein brauner Wash drüber, um nach dem Trocknen alles mit einem hellen Grau und Sandbraun trocken zu bürsten. Anschließend habe ich von außen einen Rahmen aus Holzleisten angeklebt, um auf der Platte alle Fugen auffüllen zu können. Und zwar mit gesiebtem Terrariumsand. Den habe ich sachte in alle Fugen gebürstet, um dann die gesamte Fläche richtig dick mit einem Holzleim-Wassermix zu versiegeln und zu festigen. Das musste dann erstmal 24 Stunden durchtrocknen und aushärten, sodass ich Zeit für den Bau der 3D-Deko-Elemente hatte. Es mussten nämlich 4 Kisten und jeweils 8 Bäume, Dämonenfelder und Büsche her. Für die Bäume habe ich einfache Äste aus einem Dekoladen von unten angebohrt, mit einem Holzdübel gestiftet, holzbraun angemalt und dann hellgrau trocken gebürstet. Die Kisten entstanden aus Hartschaumwürfeln mit rund 2,5 cm Kantenlänge, auf die ich Balsaholzbrettchen geklebt habe. Die Bemalung erfolgte im angefeuchteten Zustand mit Kontrastfarben plus Trockenbürsten mit einem hellgrau. Für die Dämonenfelder habe ich dünne Korkmatten zerrissen, übereinander geklebt, bemalt und dann mit einem simplen Leuchteffekt versehen. Ähnlich wie im oben verlinkten USL-Tutorial. Die mittlerweile getrocknete Spielplatte habe ich dann nochmal leicht mit dem hellen Sandbraun trocken gebürstet, um die Fugen und Kanten der Fliesen noch stärker zu betonen. Es folgte das Bohren der Löcher für die Bäume, um danach die äußeren Fliesen zu begrünen. Beim Auftragen des verdünnten Holzleims habe ich versucht, die Fugen möglichst frei zu lassen, damit später hier und da noch der Terrariumsand durchblitzt. Um die Aufstellungsfelder für die Figuren zu markieren, habe ich Birkensamen bzw. die Nussfrüchte verwendet. Denn wie eingangs gesagt, man muss hier und da einfach umdenken und sich gegenüber dem Originalspielbrett passende Alternativen überlegen. Es folgte das Aufkleben des Blattwerks für die Bäume und der Büsche. Dafür habe ich fertig eingefärbtes Islandmoos und Heißkleber genommen. Denn ich finde, das passt wunderbar zum Look von Crossmaster Arena. Und danach war mein 3D-Spielbrett dann auch schon spielbereit. Und es gefällt mir mega gut. Ich kann wirklich nur jedem von euch den Tipp geben, sich auch mal an einem 3D-Spielbrett zu versuchen. Denn Spielbretter sind überschaubare Projekte, an denen ihr vieles einfach mal ganz in Ruhe ausprobieren könnt.
Mit Terrariumsand Fugen aufzufüllen und Bäume aus Islandmoos zu basteln, hatte ich vorher nämlich auch noch nie gemacht. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Planen und Basteln eures Lieblingsspielbretts. Und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!